Hallo bei Sohalt, ich zeige euch heute, wie ich meinen UV-Nagellack wieder entferne und dafür habe ich zwei Varianten, die ich euch zeigen werde im Vergleich und immer Pro und Contra dazu sage. Jeder kann sich dann selber entscheiden, welche Variante für ihn persönlich die beste ist. Die zwei Varianten, die ich jetzt vergleichen werde, sind einmal diese Clips und zum anderen einfach mit diesem Edelstahl-Schaber. Das sind unterschiedliche Methoden und ich weiß, dass jeder da seine Vorliebe hat. Aber deswegen versuche ich sehr objektiv die Vor- und Nachteile aufzuzählen von diesen beiden Varianten. Ich werde euch auch die Finger im Vergleich zeigen, also die Nägel, wie sie dann aussehen, nach der Variante und nach der Variante. Beide funktionieren. Beide habe ich hier angewendet, um den UV-Nagellack zu entfernen und habe jetzt schon 9 aufgetragen. Ich zeige dir Schritt für Schritt, wie ich vorgehe, was ich vorher mache, im Hauptteil mache und wie ich meine Nägel nachbehandle, bevor ich wieder neuen UV-Lack auftrage, denn das ist auch ganz wichtig. Ich verlinke dir am Ende hier oben noch mein Video, wie ich den UV-Nagellack auftrage, also wie ich ihn wirklich anbringe, Schritt für Schritt. Jetzt gerade trage ich einen Milky, das mag ich zurzeit sehr, sehr gerne, wobei ich jetzt gerade von so einem Ton auch auf den Nägeln träume und da mal recherchieren muss, welcher da der beste ist. In dem Video, wo ich den Gelnagellack auftrage, habe ich wirklich so ein geiles Neon-Orange, so eine Mischung zwischen Orange und Pink, heißt Barbados Party. Ich liebe diese Farbe. Das ist aber für mich eher so eine Sommerfarbe. Und jetzt für den Herbst oder Winter trage ich gerne Milky. Das ist einfach für den Alltag super genial. Oder halt auch so einen bärigen Ton, den ich aber noch nicht habe. Du siehst, jetzt habe ich neuen UV-Lack aufgetragen. Meine Nägel sind nicht gebrochen. Sehen toll aus mit dem neuen Lack obendrauf. Auch die andere Hand. Ich kann durch diese Methode meine Länge behalten bis auf die Daumen. Die sind irgendwie immer die Opfer, weil ich hier ein bisschen dauernd rumknibbel. Aber die anderen, die behalten toll ihre Länge. Und wenn man sie zwischendurch pflegt, dann brechen sie auch nicht und bleiben immer schön. Das ist jetzt der Nagellack, den ich gerade drauf habe, der Perfect Milk von Neonail. Er deckt einigermaßen, aber es schimmert noch so ein bisschen der eigene Nagel durch. Das finde ich recht hübsch und sehr gut für den Alltag geeignet. Jetzt seht ihr, dass meine Daumen schon ohne Lack sind. Die sind einfach schon, also die haben sich schon gelupft und die musste ich abkratzen. Wir sind auch jetzt schon über 18 Tage drüber. Und es wird auch höchste Zeit, dass ich jetzt hier den Lack entferne. Du siehst, wie weit der hier schon rausgewachsen ist. Das sieht nicht mehr schön aus, aber er hält und hält und hält. Und wahrscheinlich könnte ich ihn komplett rauswachsen lassen, weil er einfach so gut sitzt. Beim Entfernen mache ich es meistens so, dass ich wirklich mit den Fingernägeln ihn abkratze. Dazu suche ich mir an der Kante eine Lücke, so wie hier jetzt. Und dann kann ich den Lack abziehen. Man kann das Ganze auch mit so einem Schieber machen, aber auch da muss man sich eine Stelle suchen, also eine Stelle am Nagel, meistens ist es hier vorne, wo sich der Lack schon leicht gelupft hat. Das ist nach so einer langen Zeit durchaus bei jedem Nagel der Fall. Wenn du den Lack aber, sagen wir mal, weil du Farbe wechseln willst, schon nach 5 Tagen entfernen willst, dann wirst du da mehr Schwierigkeiten haben. Dafür gibt es eine andere Variante, die zeige ich dir dann gleich anschließend noch. Jetzt machen wir die Hand erstmal so. Und du siehst, wie gut ich hier mit dem Schieber reinkomme. Ich weiß gar nicht, wie sich dieses Teil nennt. Ich suche es euch aber raus und schreibe es euch in die Videobeschreibung, also den Link. Du siehst auch, dass ich da mit dieser Methode, und das ist jetzt egal, ob ich den Schieber nehme oder ob ich es einfach mit meinen eigenen Nägeln abpule, wobei der Schieber tatsächlich einfacher geht, da verletze ich meinen echten Naturnagel nicht. Also die Oberfläche wird überhaupt nicht angegriffen. Natürlich ist er total trocken. Es war ja jetzt auch über 18 Tage oder roundabout 18 Tage, war ja hier ein Gellack drauf. Also gar keine Frage, dass es jetzt vielleicht nicht das Gesündeste ist. Aber bei mir ist es einfach so, wenn ich keinen Gellack drauf habe, dann reißen meine Nägel ziemlich schnell ein und ich könnte sie einfach gar niemals so lange tragen, also so lang, wie sie hier jetzt sind, züchten.
weil sie mir einfach vorher schon einreißen. Und da habe ich auch den Mikrocell-Nagellack ausprobiert, der die Nägel härten soll und gesünder machen soll. Da habe ich so viel ausprobiert über Monate hinweg. Hat alles nichts geholfen, aber hier mit dem Gel-Nagellack fahre ich sehr, sehr gut. Der macht die Nägel super hart und sie brechen einfach nicht. Er stützt sie einfach. Dass sie die hier in der Spitze nicht brechen, wenn du den Lack abschabst. Am besten dann von oben schaben. Aber das merkst du ja selber. Wenn er sich sehr biegt, dann einfach von oben weitermachen, bis alle Gelreste entfernt sind. So, den Daumen habe ich schon. Und deswegen sieht der Daumen jetzt auch nicht so grau und vertrocknet aus wie die hier. Das Beste ist auch immer, was man immer mal machen sollte, wenn man den runtergenommen hat, dass man das vielleicht abends macht oder irgendwann, wenn du halt Zeit hast, an einem Sonntag und dann erstmal wirklich ein schönes Handpeeling machen. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, das ist schon ziemlich alt, aber genau so mache ich es immer noch, verlinke ich dir mal. Und dann vielleicht mal ein paar Stunden keinen Lack auftragen. Ich würde jetzt sogar empfehlen, vielleicht mal über Nacht keinen Lack auftragen und erst am nächsten Morgen. Bei mir geht es aber nicht, weil sie mir dann wirklich schon brechen. Also dann komme ich irgendwo blöd hin und dann reißt mir hier der ganze Nagel ab und dann muss ich sie alle kurz feilen. Deswegen mache ich es wirklich, wenn dann, so für 1-2 Stunden. Pflegeöl drauf, Peeling, dann natürlich wieder gründlich abwaschen und dann kommt wieder die neue Lackschicht. Die zweite Variante, den Nagellack abzukriegen, zeige ich dir jetzt an der anderen Hand. Das sind diese Clipper und du brauchst noch acetonhaltigen Nagellackentferner. Diese Variante mache ich nie. Ich habe sie einmal ausprobiert und sie gefällt mir nicht. Das sage ich dir auch gleich, warum. Du hast jetzt auch gesehen, wie einfach es so geht. Ich brauche auch viel weniger und das ist weniger Aufwand. So, das ist in dem Set alles dabei, also der nicht. In dem Set, das du dir bestellen kannst, sind diese Clipper und solche, ja, Pads. Das ist nicht wirklich Watte, das ist so eine Art Zellstoff oder sowas. Und hier, das hier musst du mit acetonhaltigen Nagellack tränken. Das legst du dann auf den Nagel richtig schön drüber und dann musst du es zuklippen. Und so muss das jetzt so 10-15 Minuten einwirken. Was dann passiert ist, dass das Aceton den Gellack anlöst, also ein bisschen auflöst. Deswegen sagt man ja auch immer, wenn man Gelnägel drauf hat, dann darf man auf jeden Fall keinen Nagellack, also wenn man drüber lackiert hat, darf man keinen Nagellackentferner benutzen, der Aceton enthält, weil das kann einfach, und das wird auch diese Gelschicht anlösen, locker machen, weich machen und dann wird es irgendwann abgehen. Aceton ist jetzt aber nicht gerade das Gesündeste für die Haut und für die Nägel. Das trocknet extrem aus. Es ist ein Alkohol. Man empfiehlt ja auch immer, man soll immer nur noch acetonfreien Nagellackentferner kaufen, weil er einfach gesünder ist. Wenn du Verletzungen an den Fingern hast, dann ist das auch nicht gerade so gesund, wenn da Aceton dann reinkommt. Es brennt auch. Der zweite Punkt ist, es dauert mir zu lange, weil jetzt muss ich so 15 Minuten warten. Noch ein Minuspunkt an dieser Variante ist, ich brauche so viel. Also ich muss mir einmal diese Clipper bestellen, dann brauche ich diese Zellpads. Also da sind uferlos viele dabei, die halten auch lange. Aber irgendwann sind die halt aufgebraucht, dann habe ich wieder Müll, dann muss ich das wieder nachbestellen. Und der hier verbraucht sich ja auch, muss ich auch da haben und nachkaufen dann wieder. Und bei der anderen Variante brauche ich ja wirklich nur dieses Teil. Das kaufe ich einmal, das ist aus Edelstahl und das bleibt mir. Und das ist nur ein Teil. Und jetzt habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, dass ich viel am Ausmisten bin und am Reduzieren von Dingen. Deswegen kommt mir das hier mit der Variante wirklich zugute, weil ich nur ein Gerät brauche. Bei dem anderen brauche ich 3 Dinge und die sind auch noch Verbrauchsmaterialien, was nicht gut für die Umwelt ist, nicht gut für die Gesundheit. Ja, und so weiter. Ihr seht schon, ich bin kein Fan davon und ich werde diese Clipper-Teile jetzt auch nach diesem Video für euch, werde ich die direkt aussortieren, weil ich die nicht mehr haben will. Aber vielleicht findet ja einer von euch trotzdem gut und deswegen verlinke ich euch auch diese Teile in der Infobox. Mir ist dazu jetzt gerade noch eingefallen, vielleicht könnte es vorteilhaft sein, die Oberfläche anzurauen.
Da kannst du einen Buffer nehmen oder eine feine Nagelfeile, die ist allerdings zu fein. Eine 180er geht ganz gut, weil wenn die Oberfläche rau ist, kann das Aceton ja besser in den Lack einziehen. Das machen wir jetzt einfach mal als Experiment und schauen mal, ob das was bringt. Ich habe euch ja gesagt, ich habe diese Methode bisher erst nur einmal ausprobiert und war nicht sonderlich begeistert. Aber jetzt schauen wir einfach mal und lassen das Ganze mal 15 Minuten jetzt drauf. Die 15 Minuten sind jetzt um und ich muss sagen, es hat mich tierisch genervt, diese Clips dran zu haben, weil ich da nichts am Handy machen konnte, weil ich nicht arbeiten konnte. Also eigentlich kann man sich höchstens nur hinsetzen und irgendwas anschauen im Fernsehen oder sich entspannen, meditieren, ja. Gut, mich hat es jetzt einfach gestört. Jetzt machen wir es mal ab. Also sie fühlen sich sehr taub an. Ich glaube, die Clips sind sehr hart. Hier war das der Nagellack so ohne Anrauen drauf und hier dann mit Anrauen. Ja, da ist ein bisschen was, hat sich schon abgelöst. Hier aber auch. Jetzt schauen wir mal. Also, dass er sich von alleine hier direkt löst und abgeht, ist jetzt mal nicht der Fall. Ah ja, aber er zerbröselt schon direkt. Also ich brauche viel, viel weniger Druck als vorher. Er bröselt richtig runter. Deswegen ist es auch immer gut, man legt sich eine Küchenrolle unter, dass man den ganzen Dreck dann gesammelt wieder entfernen kann. Jetzt komme ich zu den beiden, wo ich vorher nicht angeraut hatte. Schauen wir mal, was da passiert. Es ist eigentlich identisch. Ah, vorne geht es ein bisschen schwieriger. Ja, aber es bröselt genauso runter. Also eigentlich habe ich da jetzt keinen Unterschied gemerkt. Aber du siehst, es ist hier, ich muss auch nicht mehr Kraft aufwenden. Es ist hier eigentlich identisch von der Optik. Du siehst, was Aceton mit dem Nagellack macht. Da vorne ist es schon echt schwieriger. Dieser Nagellack zerfällt in Staub. So, jetzt habe ich alles unten. Die Nägel sind jetzt wieder blanko. Wir sehen einen geringen Unterschied von diesen zwei Methoden. Das Aceton britzelt noch ein bisschen. Ich muss mir jetzt auch gleich die Hände waschen. Diese Finger fühlen sich immer noch warm und leicht taub an. Hier spüre ich natürlich nichts. Aber was du vielleicht sehen kannst und was viele jetzt bemängeln, ist, dass hier die Oberfläche so leicht angegriffen ist. Vielleicht so eine ganz leichte Schicht des Nagels, ja, mit abgezogen wird. Ich bin mir nicht ganz sicher oder ja, wahrscheinlich. Das sieht jedes Mal so aus. Und dann nehme ich einfach eine ganz, oder ich mache es mit einem Peeling, das mache ich auch gleich noch, oder du nimmst so eine ganz sanfte Feile, also wirklich was ganz, ganz sanftes. Ich glaube, das ist eine 300er oder so, ich weiß es jetzt gar nicht. Also viel mehr als 180 definitiv. Und dann kannst du die Oberfläche wieder glatt machen. Also es ist wirklich eine Mini-Schicht, die, wenn dann hier angegriffen wird. Aceton hinterlässt so ein ganz bisschen sowas, aber viel weniger als da. Aceton hat aber den großen Nachteil, warum ich es einfach auch in Zukunft nicht verwenden werde. Es zieht ein, also es geht in die Haut. Es ist ungesund für den Körper. Es kann auf Dauer die Nägel so brüchig machen und so schädigen, dass die Oberfläche total porös wird und dir auch gar kein Nagellack mehr hält. Oder noch schlimmer, sie sich von oben dann abschälen, dauerhaft. Deswegen würde ich davon abraten. Aber das ist jedem seine eigene Sache. Nach meinem selber gemachten Olivenöl-Peeling sehen sie jetzt wirklich wieder fantastisch gut aus. Auch hier. Und du siehst, dass das, was jetzt so weiß und grau ausgesehen hat, alles weg ist. Also das war wirklich nur die ganz oberste Schicht, wenn es wirklich ein gewöhnliches Peeling schon entfernen kann. Das hier sind die Nägel, die ich mit Aceton entfernt habe. Auch die sehen gut aus. Alles in allem bin ich mit beiden Varianten jetzt am Ende sehr zufrieden. Ich habe lediglich, bei dem war das kurz gefeilt, um es euch zu zeigen. Alle anderen habe ich noch gar nicht angefeilt und die sehen toll aus. Jetzt habe ich mir wirklich nur mit einem Tuch
das Öl so abgewischt, nicht gewaschen, nicht mit Seife oder so, damit es jetzt noch gut einziehen kann, damit meine Nägel Nährstoffe bekommen, gepflegt werden. Das lasse ich jetzt noch 1-2 Stunden und dann mache ich mir eine neue Schicht Gellack drauf. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und hat dir ein paar hilfreiche Tipps mitgegeben. Abonniere mich gleich für mehr solche Videos. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der Teil unserer Community wird. Und lass dem Video einen Daumen nach oben da. Vor allen Dingen, wenn du bis jetzt dran warst, dann hat das Video wirklich einen Daumen verdient. Und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Bis dann. Tschüss.